Guten Morgen, liebe Fliegerfreunde. Ich bin da neben der Autobahn. Da droben fahren die Autos. Ich bin da am Chiemsee. Seht ihr den geilen Sonnenaufgang? Es ist 6 Uhr in der Früh und ich mache mich jetzt gerade am Weg ins Zillertal zum Festival. Ich bin echt schon gespannt, was mir erwartet. Ich muss ein bisschen anders hinstellen, dass das Licht ein bisschen besser ist, dass die Sonne nicht so arg erscheint. Ich weiß, dass Advance zum Beispiel das neue Gurtzeug mit hat. Das werden wir uns ja mal anschauen. Boah, ja, dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen munter werden. Tja, und vielleicht ist da der ein oder andere Schirm dabei, den was ich bald haben werde. Weil ich bin auf der Suche nach einem neuen Hike-and-Fly-Schirm. Also bleibt dabei, wir sehen sie gleich im Zillertal. So, endlich angekommen. Da vorne geht's los und da fliegen wir aber. Da fliegen schon ein paar Flugschüler, da sieht man es auch oben. Und jetzt schauen wir mal, was ich da tue. Das ist noch relativ bald in der Früh. Es ist so 8 Uhr, glaube ich. Schauen wir mal, was ich heute für Schirme testen werde. Und schauen wir mal, was da los ist. Gehen wir mal da 4. 2 hours later. So, ich befinde mich mittlerweile in der Bar. Da von unten komme ich rauf. Da jetzt hinter dir um derer Ecken ist der Landeplatz. Ich habe mir jetzt einen neuen Schirm geholt zum Testen, weil ich mir natürlich einen neuen Hike-and-Fly-Schirm kaufen werde. Und was habe ich mir geholt? Also ich bin ja schon mal Test geflogen, aber ich habe mir jetzt nur mal den Nivio Code P geholt in Größe 20. Wird bestimmt ein bisschen kalt werden. Wenn der Bub einfach nur eine kurze Hose hat, ist er selber schuld. So, Preparation für den ersten Flug sind voll in Gange. Da liegt da schon der Schirm. Jetzt schauen wir uns einmal an, ob der überhaupt schön sortiert ist. Oh, da habe ich auch was vergessen. Schauen wir sich das an. Kurz Leinen sortiert. Schauen, was die A-Leinen sind. Schaut gut aus. Es ist immer was mit neuen Schirmen. Jeder hat andere Formen oben. Perfekt. Eindraht, eingehängt und eingehängt. So. Dann gehen wir mal da runter, da unten wird gestartet dann. Jo, in der Luft. Das wird mein neuer Hike-and-Fly-Schirm. Ich fliege mit 38 km/h. Es ist einfach schön zum Fliegen da. Es hat schon voll den Talwind unten, also vorher sind sie echt in der Luft gestanden. Ich fliege jetzt zwar noch immer mit 37 km/h, aber unten ist es halt echt wie eine Turbine. Macht Spaß, aber ist auf jeden Fall was anderes wie die Susi. Hat halt auch weniger Quadratmeter. Jetzt werden wir dann einmal probieren, ein bisschen. Vorne anlegen und zack, ist er wieder offen. So, ist da wer unter mir? Nö. Und kurz einbremsen. Perfekt. Code P ist halt bekannt, dass er sehr rollfreudig ist. So, jetzt würde ich noch gern testen mit dem Beschleuniger. So, super gelandet. Jetzt zusammenpackt. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, jetzt habe ich mir da einen geschnappt für Advance, das ist der Christian. Und der zeigt mir da jetzt einmal das neue Lightness 4. Lightness 4, genau. Na, erzähl mir mal bitte Die was. ersten, also Lightness 4 Entwicklung fertig, die ersten Gurte kriegen wir Anfang Juni. Was man mal ganz klar sieht, ist von außen schon mal gleich die neue Outline gegenüber unserem Lightness 3. Wir haben jetzt einen aerodynamischen Bürzel. Dadurch konnten wir jetzt auch 30% mehr Packvolumen machen, weil das jetzt eben da drin sauber versteckt ist und dann auch nicht mehr so globig ausschaut wie bei normalen. Es ist ein sehr langer
Packsack und man kann also auch Stöcke reinmachen. Gell? Hat da extrem viel Platz. Dann haben wir eine komplett neu überarbeitete Geometrie. Das war uns wichtig, dass wir da wirklich auch in der Geometrie einen Evolutionsschritt machen. Der Pilot sitzt jetzt ein bisschen näher bei den Karabiner. Es ist ausgewogener, runder zum Fliegen. Es hat eine mehr definierte Sitzposition als wie unser Vorgänger. Du sitzt ein und spürst sofort, ich sitze richtig. Ganz neu ist auch unser Rückenkomfort. Der Schaum ist jetzt vor die Gurte. Bis jetzt geht bei allen Herstellern immer die Gurte und dadurch, der Schaum ist dahinter. Wir haben jetzt davor gesetzt, sieht man jetzt ganz klar. Und es hat einen extrem guten Rückenkomfort für lange Flüge. Das passt wirklich perfekt. Geil. Schaut einmal richtig gemütlich aus. Vor allem. Ja, ist es auch. Wenn du drin sitzt, denkst du, wow, voll wirklich geil. Wow-Effekt. Dann haben wir ein komplett neues Cockpit konstruiert. Das geht jetzt mit Magnet. Ah, cool. Ja. Hat man ein Fackel drinnen. Genau, ein Cutmesser unten für Notfall, natürlich wie immer von uns. Abnehmbare Instrumentenplatte. Der Beinverschluss oder Brustgurtverschluss ist jetzt rot gehalten, damit man besser sieht, damit man auch sieht, wenn man wirklich was vergessen hat. Rote Schließen, roter Gurt, besser zum Sehen, dass einfach offene Beingurte nicht passieren sollen. Ja. Genau. Auch ein neuer Beinsackverschluss, der ist jetzt auch praktisch lastgetestet bis 500 Kilo, sodass es nicht nur eine Erinnerung ist für, hey, dein Beingurt ist offen, im Falle auch wirklich dein Leben rettet und Sicherheit, extra Sicherheit. Genau, genau. Der neue Verschluss hat eine kleine Schlaufe. Beinsackverschluss wird einfach durchgeschlauft. Wenn man nicht drin sitzt, ist es ein bisschen eine Fummelerei. Genau. Und dann hat es einen Magnet. Okay. Und das Cockpit wird einfach mit dem Magnetenverschluss einfach wieder zum Öffnen. Ein super cooler, einfacher Verschluss. Easy, ja. Genau. Hat wieder das ein Windschild und eine neue Verstellung im Beinsack. Es geht nicht mehr über Kügelchen, sondern da sind jetzt kleine Hülsen versteckt und dadurch kann man es ein bisschen einfacher und schneller ohne Finger verbieren, verstellen. Cool. In der Fußplatte haben wir auch jetzt ein ganz kleines, wo man einfach ein paar leichte Sachen unterbringen kann, Gleitschirm, Innensack oder was auch immer. Sollten keine zu schweren Sachen rein, weil es ja vorne im Fuß ist, aber leichte Sachen kann man dann nochmal verpacken. Gell? Geblieben vom Vorgänger, Ballastfach unter die Füße. Gell? Wie gesagt, mehr Stauraum hinten, deutlich verbesserter Flugkomfort, ist einfach alles neu gemacht. Ja, schaut auf jeden Fall cool aus. Die Farben sind richtig schön, finde ich. Das ist echt gelungen, ja. Beinsäcke immer frei konfigurierbar, das heißt alle Größen Beinsäcke mit alle Größen Gurtzeuge frei konfigurierbar. Sprich, Beinsack ist abnehmbar, falls er mal ein Loch hat. Genau, Cool. genau. Und wenn einer kurze Füße hat, kann er für einen L-Gurt auch einen M-Beinsack nehmen und so weiter. Ja, das ist richtig cool. Cool, danke dir. Danke. Day 2. Mittlerweile Tag Nummer 2. Ich gehe gerade vom Parkplatz, da wo ich geschlafen habe, da wieder zum Festival. Und heute habe ich mir was Spezielles ausgedacht, weil ich letztens einmal so ein Short gemacht habe vom Täter von Advance und da voll viele Leute geschrieben haben, hey, ich soll mal ein Video drüber machen. Fangen wir sich jetzt noch einen Täter aus. Dann machen wir noch einen Flug von da oben runter. Und dann werden wir den noch mal ein bisschen testen, anschauen und dann zeige ich euch das noch mal genauer. Also, wollen wir sich einmal einen Täter von Advance, die was irgendwo da so drinnen sind. Ich glaube, die schlafen alle noch. Es ist nämlich erst 7:45 in der Früh. Also, schauen wir mal, ob da schon wer da ist. Bis gleich. Da haben wir das gute Stück. Da bewegt man sich schon bei der Gondel. Eingestiegen, aufgefahren. Und dann schauen wir uns das einmal genauer an.
So, jetzt sind wir herum angekommen. Jetzt legen wir mein Zeug da her und dann schauen wir uns einmal den Schirm an. Bevor dass wir sie da anziehen, legen wir alles da her. Perfekt. Ja. Legen wir den einmal schön aus. Das ist halt, das knistert, komplett neuer Schirm, ULS, ultra leicht. Schauen wir sich das einmal an. Die Tragegurte sind auch natürlich ultra leicht. Und es ist halt Advanced typisch mit den Farben. Blau ist oben, also A-Galerie ist oben, rot die Bremsen. Sehr schön, so wie man es mag. Alles sehr frei, keine Verhänger drinnen. Die Seiten schauen wir sich auch noch an. Perfekt, da alles frei. Ich habe da die Größe 25. Und ja, Gewichtsbereich ist von 78 bis 99 Kilo. Also der Schirm hat 3,55 Kilo. Das ist halt schon cool und das Material ist echt, ja, wie beim Pi, sehr leicht. So, schlupfen wir mal ein ins Gurtzeug und dann starten wir. Hängen wir sie mal ein. Es ist halt auch wieder echt sehr leicht alles. So, jetzt gehen wir mal Richtung Startplatz. So. So. Geil, endlich wieder mal im Liegegurtzeug. Theta ULS. Echt cool. Auch von der Streckung her ist das schon was anderes wie ein Pi. Das ist halt jetzt mit B und er fühlt sich echt gut an. Start war easy cheesy, ihr habt das gesehen. Ich hab's echt nicht schön ausgelegt, es war fast kein Wind. 3 Schritte nach hinten gegangen und der Schirm war da. Jetzt fliegen wir mal da ein bisschen außer wie wir steigen, dann nehmen wir das natürlich mit. Aber es ist halt relativ bald in der Früh, da wird noch nicht allzu viel gehen. Ja, und auch so das Feedback. Das ist echt vergleichbar mit dem IOTA, finde ich. Also bis jetzt hat so Bremsdruck, Steuerdruck. Fliegen wir mal da über die Seilbahn drüber. Schauen wir mal da, ob da ein bisschen Abrisskanten sein könnt. Geschwindigkeit 45 km/h. Unbeschleunigt. Aber wir fliegen halt gerade mit dem Wind. Ja, ich bin ja schon mal geflogen, aber das war ein Abgleiter, glaube ich, von, weiß ich nicht, 4 Minuten. Das waren 250 Höhenmeter. Da haben wir ein paar Leute gefragt, ob ich da nur mal ein Video machen kann. Und ich habe nicht gewusst, ob ich nur mal kriege einen Schirm, bevor das noch jeder hat. Recht viel Thermik gibt es noch nicht. Aber dann können wir mal ein bisschen was testen. Da unten ist das Festival. Also 42 km/h, du hast auch da schon wie beim IOTA die BC-Steuerung. Steigen wir mal rein. Beschleuniger. Okay, das ist jetzt schon mit Vollgas, dass der Beschleuniger nicht eingestellt. Aber wurscht, das ist bei meinen IOTA auch noch nicht. You blew it! You had it all and you blew it! Ja. Außer. Jawohl. Jetzt darf wir gleich einmal Ohren anlegen. Ah, sehr schön. Dann einmal gehen wir mal in das Halbgas rein, so wie es halt ja, eingestellt ist. Ja. Aha. Braucht ein bisschen, bis das er aufmacht. Können wir gleich nur mal probieren.
Ja, macht aber sauber auf. So, dann. Macht man nur mal. Aber man braucht nur ein bisschen einen Gegensteuern. Perfekt, ist er schon wieder offen. Also auch ziemlich vergleichbar mit dem Iota. Echt cool. Das war jetzt halt nicht voll angerissen, aber ja, einfach einmal zum Testen. Also 3,5 Kilo ist halt echt für ein 25er Gräs echt ein cooles Gewicht. Schon um einiges leichter als wie mein Iota. Und ganz ehrlich, ob ich da einen Unterschied merke von Iota zu Theta, ich glaube nicht. So, schauen wir da dann nochmal beschleunigen. Also wir fliegen 18 km/h. Ja, da ist der Wind gleich wieder lauter. So, jetzt aber zurück da mit uns. Es ist keiner in der Luft. Das heißt, wir können sich da gut Zeit lassen. Höhe anbauen. Jo. Jawohl, gut gelandet. Jetzt Schirm zusammenpackt. So, da oben fliegen jetzt noch ein paar. Viele Leute machen sich schon auf dem Heimweg. Das ist das Stichwort. Ich mache mich jetzt auch auf dem Heimweg. Es war echt cool, cooles Wochenende. Danke nochmal. Also war echt ein Traum. Alles perfekt organisiert. Es ist die Bauer direkt vor der Haustür. Schaut euch einmal den fetten Landeplatz an. Es war, glaube ich, wirklich jeder Hersteller da. Also mir fällt jetzt gar nicht ein, wer nicht da gewesen war. Na, cool. Auf die Nacht. Open End Music. Grillerei, echt cool gewesen. Also ich bin nächstes Jahr sicher wieder dabei. Oh, jetzt ins Auto rein und dann einmal heimfahren. Also danke fürs Einschalten. Wir sehen Sie.